Hallo und willkommen auf meinem fantastischen Kanal. Ich bin der Damir und heute habe ich euch ein Set von Lumibrix mitgebracht. Die Brick Art Galerie. Ich tue das Set erstmal auf die Seite und zeige euch die Box. Die ist schon groß. Schöne Boxart, muss man sagen. Hinten die anderen Häuser von der Town-Serie. Das ist die Setnummer L9085 mit 3400 Teilen. Riesige Box, aber richtig schön gefüllt, so wenn auch die Bauanleitungen drinnen sind, die gar nicht klicken können. Ja, und dann kommen wir schon zu den Bauanleitungen. Haben 3 Stück, alle haben das gleiche Bild vorne, nur halt die Nummerierung anders. Jedes Buch ist quasi ein Stockwerk. Schön dick. Und da habe ich mir auch aufgeschrieben, also insgesamt gibt es 764 Seiten, 955 Bauschritte. Das Set ist unterteilt in 17 Bauabschnitte und das macht so 3,5 Teile pro Bauschritt. Der Preis. UVP auf der Lumibrix Webseite kostet es 199, 197 Euro. Als es rausgekommen ist, stand da 199 und dann habe ich gesehen, heute war es 197. Ja, dann kommen wir zu dem Thema, warum sage ich immer von der offiziellen Lumibrix Webseite. Wenn ihr da registriert seid und immer dort einkauft, kriegt ihr pro Einkauf, pro Euro einen Punkt. Ja, und wenn ihr genügend Punkte sammelt, könnt ihr zum Beispiel wie ich ein 100-Dollar-Coupon, nicht Euro, 100-Dollar-Coupon einlösen. Den habe ich dann eingelöst und dann hat mich das umgerechnet 119 Euro gekostet, dieses Set. Ja, also UVP wäre dann 5,8 Cent pro Teil und mich hat es dann 3,5 Cent pro Teil gekostet. 200 Euro sind jetzt auch nicht wenig und so mit dem Coupon dachte ich mir, ja, für 120 Euro geht schon. Das Set hat 8 Minifiguren. Man könnte sagen, das hat auch 2 Tiere. Es gibt hier 2 Vögelchen in Metallic Gold. Ja, viele Prints. Und kommen wir erstmal zu den Maßen. Also, das Set ist 58,5 cm breit, 35 cm, ich glaube sogar 35,5 hoch und eine Tiefe von 25,6 cm. Die Bauzeit, die betrug circa 8 Stunden. Und wenn wir schon bei der Bauzeit sind, kommen wir zum Speedbild und danach nehmen wir das Set ein bisschen auseinander und zeigen auch die Beleuchtung. Bis gleich.
Ich hoffe, das Bildbild hat euch gefallen. Kommen wir erstmal zur Beleuchtung. Ich zeige euch zuerst von hinten. Diesmal haben wir wieder dieses USB-C-Modul, wo man das direkt hier von außen einfach einstecken kann. Aber man kriegt natürlich auch dieses USB-Ding mit dem Kabel. Aber das geht dann von innen und dann müsste man das durchfrickeln. So finde ich schöner. Und schalten wir es mal an. Und machen wir das Licht aus. Ja, wie sieht denn das aus? Wie das schön leuchtet. Einfach cool. So, jetzt machen wir wieder das Licht an und nehmen wir dann das Set ein bisschen auseinander. Ich würde sagen, wir fangen von unten nach oben an, weil so baut man das ja auch. Natürlich habe ich gleich etwas abgerupft. So, das ist die Seite. Und dann erstmal so. Also ich könnte theoretisch auch das Licht anlassen. Mal schön reinschauen. Hier mal das aus der Nähe. Natürlich, wie immer bei Lumibrix, alles geprintet. Und bei diesem Set echt nicht wenig. Wir haben echt nicht gespart bei den Prints. Und was Lumibrix gerne macht bei den Modulargebäuden, man kann es dann auch hier aufmachen. Da kann man auch noch mal reinschauen. Aber ich will euch da ja noch mal was rausnehmen und es euch besser zeigen. Was ich nicht rausnehmen kann, das ist zum Beispiel diese Theke hier. Das versuche ich euch dann so noch, oder vielleicht blende ich da noch ein kleines Video ein aus der Nähe. Diese Theke. Und da vorne, ich habe so verstanden, dass sie so wie Tüten verkauft. Und überall natürlich Prints mit Andeutungen, was man in der Galerie kaufen kann. Ja. Schöne, schöne Prints. Und dann, was haben wir dann noch? Haben wir hier zwei Gemälde. Dieses und dieses hier. Und wir haben da auch einige Regale. Natürlich habe ich es kaputt gemacht. Und dann haben wir auch viele Details und Regale. Kann man das auch schön rausnehmen? Ja. Das sind so Sidebuilds. Andeutungen halt dann, was man da malen kann. Nettes Sidebild. Hier noch eins. Hier auch. Da sieht man auch hier den Print. Von der anderen Seite auch geprintet. Echt nett gebaut, viel schön durchdacht. Ja, den ganzen unteren Teil habe ich jetzt hier nicht runterbekommen. Aber hier so wie quasi ein paar Vasen und Statuen in Pearl Gold, nicht Metallic Gold. Und hier in den Durchgang haben wir auch das hier. Na, das nichts so runter, wie ich will. So. Quasi so wie ein Verkauf, Straßenverkauf von den Sachen, was man drinnen auch kaufen kann. Fine Arts and Gifts. Ich weiß nicht, ob ihr das. Nee, das habt ihr sicher noch nicht gesehen. Ich versuche euch das jetzt zu zeigen. Auch da hinten. Prints. Echt
cool. Echt gut. Der Durchgang, der hat mir echt gut gefallen als Designstück. Und hier eine Anspielung an den Gelato Store. Das ist quasi Eisverkauf. Drinnen haben wir auch so einen kleinen Muffin. Sieht man ihn? Muffinio. Das hat man dann auch noch dabei. Und ja, noch hier unter der Treppe eine kleine Toilette. Auch mit einer Tür. Nette Bild. Nette Bild. Die Tür ist Brickbuild hier an der Seite. Geht schön auf. Ja. Das wäre dann das Erdgeschoss. Was ich noch sagen kann, überall gibt es mal Noppen, wo man quasi die Figuren aufstellen kann. Finde ich immer wieder gut, wenn sie das machen. Dann, meine Güte, wie soll ich noch hier abreißen? Das runter und zeigen wir dieses Stockwerk hier. Und das ist quasi die Gemäldegalerie. Alles, was man sieht, ist geprintet. Und dieses Ding vorne. Na, wer kann sagen, was das ist? Ich blende euch da irgendwo ein, das Original, worauf das die Anspielung ist. Und von allen Sachen, die ich erkannt habe, werde ich da was einblenden, was das sein könnte. Auch die Flaggen hier, alle schön gebaut, geprintet. Ja, und das hier so rausziehen. Oh, da habe ich jetzt. Das gehört, glaube ich, hier hin. Ja. Also, Brickbuild-Gemälde. Die Rahmen sind auch echt schön gebaut. Und dann ist cool. Und hier ist quasi so ein Junge, der hier durch die Wand geht. Seht ihr? Ja. Also kreativ ohne Ende. Ich habe die ganze Zeit, während ich das gebaut habe, gegrinst. Weil einfach diese ganzen kleinen Builds, die du machst und so, das macht so viel Spaß. Hier haben wir. Nehmen wir das so, ja, nehmen wir das so weg. Ja, noch zwei Gemälde. Das ist Anspielung an Lumibrix Town. Ja, ob man das gut sehen kann. Ja, und wie bei Lumibrix hat man solche Schubladen, hat man Türen zum Aufklappen. Beim hier kann man es aufklappen. Und da hat man dieses Bild. Könnt ihr das erkennen? Ich habe es erkannt. Und dann drinnen, ob ihr es auch da vorhin gesehen habt, oh, hier. Also, ich bin jetzt nicht so der großartige Galerienbesucher oder Museumsgänger. Meine Frau hat mich ein paar Mal überlegt, dass wir ins Van Gogh Museum gehen. Und es hat mir besser gefallen, als ich dachte. Deswegen hat mir das also richtig gut gefallen, wenn du so Brickbuild-Gemälde erkennst. Was ich zeigen wollte, ist auch diese Treppe hier. Die ist aus zwei Teilen gebaut, also zwei solcher Teile. Die Figuren können da jetzt nicht hochklettern. Aber mei, es ist eine Treppe, es ist eine Andeutung, ja, dass man hochklettern kann. Ja, und das wäre dann dieses Stockwerk. Wie schon gesagt, mit dieser ausziehbaren Schublade. Echt cool designiert, cool gebaut. Und dann kommen wir zum Dach. Oder dem Dachgeschoss. Ein Highlight ist echt die Fassade oder wie das hier gebaut worden ist. Die Bautechniken hier, wie das gebaut ist echt
Cool, sehr cool. Und ihr seht schon durch die Fenster die einzelnen Figuren überall oder Figuren oder keine Ahnung, Statue ist es jetzt auch nicht. Naja, ich nehme die gleich raus, damit ihr seht. Das ist quasi so eine Töpferei oben. Sieht man es? Hier kann man töpfern und so. Und ja, hier ist auch noch ein Loch. Das ist also wie bei so einer Galerie. Dann haben wir hier so ein Würfel. Dann hier. Klar kann man das hier natürlich auch aufmachen, dass man das auch hier alles sieht. Vielleicht so besser so. Kann man besser sehen, wie das, was der Eindruck ist. Ja, da muss ich auch nichts rausnehmen. Und hier unten diese Teile. Da und hier und da. Das sind alles verschiedene Prints. Also ich glaube, ich habe einen Print gesehen, der sich wiederholt hat. Das ist alles individuelle Prints. Ja, und das ist halt oben die Galerie. Man hätte eventuell hier noch vielleicht ein paar Bilder rein tun sollen, aber ich denke, die wollten das ja so trennen. Oben sind jetzt Statuen und sowas und unten und auf dem ersten Stock waren halt die Gemälde. Ja, so sieht es von unten aus. In diesem Set gar keine Farbkodierung. Ja, und ich bin durchgekommen. Wer hätte das gedacht? Also gar keine Probleme beim Bauen. Super cool. Und dann das Dach. Hier so von oben mit dem Glasdach. Hier von unten mit den Beleuchtungen. Und natürlich ist hier die wunderschönen Metallic Gold mit den Vögelchen. So ein schöner kleiner Zaun. Hier quasi die Klimaanlage. Und dann haben wir das Gebäude schon. Ich könnte über die Details sicher noch 20 Minuten reden, aber mehr wird es jetzt auch nicht bringen. Ich muss sagen, das müsst ihr echt selber bauen. Von allen Modulars, die ich schon gebaut habe, und ich habe schon einige gebaut, ist bis jetzt das für mich das Beste. So, kommen wir zu den Figuren. Wir haben 8 Stück. Und ich habe jetzt nicht geschaut, für was welche Figur ist. Die sind auf jeden Fall alle vorne und hinten bedruckt. Einer hat hier 2 verschiedene farbige Beine, aber die Figur hier, der Goldie, der ist super. Und hier von der Rückseite ich werde noch versuchen, so ein paar Inserts zu machen und während meinem Gelaber da alles rein zu tun ins Video, dass man es vielleicht auch besser sieht. Was kann ich noch dazu sagen? Ich bin von dem Set begeistert. Es hat mega viel Spaß gemacht, es zu bauen. Es wird super passen in meine Klemmbaustadt. Mit Rabatten wartet ihr. Da wird sicher irgendwann auch 20% Rabatt geben oder hier Black Friday oder so. Sonst, wenn ihr Modulars magt, wenn ihr Beleuchtungen magt, kein Fehler. Also hier könnt ihr wirklich gar keinen Fehler machen. Und gerne könnt ihr wie immer über meinen Link das kaufen. Dann kriegt ihr auch sowieso 10% Rabatt. Und dann würde ich sagen, ich hoffe, die Vorstellung hat euch gefallen. Ich wünsche euch einen schönen Abend und bis zum nächsten Mal.